Ciao, seien Sie begrüßt. Und zwar, wir wollen heute über das deutsche Engagement über die Aufnahme der Gespräche zwischen afghanischen Regierung und den Taliban mit Ihnen reden. Ja, und zwar, liebe Zuhörer, wir haben mit euch zahlreiche Beiträge darüber gehabt, dass wir die Deutschen gebeten haben, ihren Beitrag in Bezug auf die Aufnahme der Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban zu erfüllen. Und diese Appelle sind anscheinend bedingungslos zu erfüllen gegangen. Und wir danken der deutschen Seite in diesem Zusammenhang. Die Deutschen haben sich natürlich wirkungsvoll bemüht, Taliban und die afghanische Regierung an einen Tisch zu bringen und über die afghanische Zukunft in Katar miteinander zu diskutieren. In diesem Bezug da wollen wir uns noch einmal bei den deutschen Behörden, bei den deutschen Diplomaten natürlich in Katar bedanken. Und zwar, wir wollen natürlich, wir appellieren an die Deutschen noch einmal, dass die Deutschen natürlich sich in diesem Zusammenhang noch mehr engagieren, und die Deutschen sollten ja natürlich das Gespräch zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban natürlich nicht verlassen, und die Deutschen sollen in diesem Zusammenhang Druck auf die Taliban ausüben, so dass die Taliban die Regierung in Kabul diplomatisch anerkennen sollten, denn die Regierung in Kabul ist ja eine Gesprächsseite für die Taliban, und es ist eine Verhandlungsseite für die Taliban, und dies kann ja von den Taliban natürlich nicht ignoriert werden. Die Deutschen haben natürlich in Afghanistan sehr viel mehr erreicht, als nur dies den Taliban mitzuteilen, so dass die Deutschen mussten ja natürlich in diesem Zusammenhang der afghanischen Regierung Beistand leisten und auf die Taliban natürlich den Druck wieder ausüben, und damit die Taliban sich von den terroristischen Ketten der pakistanischen Regierung befreien sollten und sich der afghanischen Seite anschließen sollten. Dies wäre natürlich im Sinne der internationalen Friedensordnung und Friedensstabilität in der Region, sowohl in der Region als auch für den Frieden in Europa und die beteiligten Staaten in Afghanistan, die im Moment militärisch engagiert sind. Wir wollen natürlich die deutschen Seiten natürlich noch einmal bitten, dass die Deutschen die Bedingungen dafür schaffen, dass die Gespräche immer wieder und wieder aufgenommen werden, dass die Gespräche natürlich nie unterbrochen werden, und so dass die Gespräche natürlich zu einem greifbaren Ergebnis natürlich geführt werden. Ja, dies können natürlich nur im Sinne der internationalen Druck Ausübung seitens der Amerikaner, der Deutschen und anderen europäischen Staaten natürlich zustande kommen, und wir wollen natürlich noch einmal die Deutschen und die Amerikaner bitten, dass die ihre Seite, natürlich die pakistanische Seite, unter Druck setzen, und die Pakistaner natürlich bitten, die Pakistaner in diesem Zusammenhang die Gespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban nicht supportieren, und die Pakistaner sollten ja nicht versuchen, ja hinter den Kulissen natürlich die Taliban natürlich anderweitig zu unterstützen, um die Gespräche zu torpedieren. Und diese Gespräche müssen natürlich zu einem greifbaren Ergebnis geführt werden. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Gespräch natürlich wirkungsvoll bleiben würde, falls die pakistanische terroristische Regierung, wie gesagt, diese Gespräche natürlich nicht stören, und die Seiten der Pakistaner natürlich irgendwie nicht durch irgendwelche Sabotageakte natürlich abgebrochen werden, und wir wollen natürlich, dass die Deutschen ihrerseits ihre Bedingungen für den Taliban erklären. Die Deutschen sind ja nun mal in Afghanistan militärisch präsent, und ich gehe davon aus, dass die Taliban natürlich auch von den Deutschen einiges erwarten, und die Deutschen müssen natürlich ihren Standpunkt den Taliban erklären. Die Deutschen müssen natürlich den Taliban erklären, dass die Taliban ihrerseits natürlich die Errungenschaften, die in Afghanistan im Laufe dieser 20-jährigen Anwesenheit der Europäer und Amerikaner natürlich zustande gekommen sind. Und diese Errungenschaften müssen natürlich von den Taliban anerkannt werden, und
Wie gesagt, die Taliban müssen natürlich die demokratischen Kräfte in Afghanistan anerkennen. Die Taliban müssen natürlich die Frauenrechte und das deutsche Engagement in Afghanistan natürlich akzeptieren. Und die Taliban müssen anerkennen, dass in Afghanistan einiges erreicht sind. Und diese demokratisch Errungene müssen ja von den Taliban natürlich politisch anerkannt werden. Aus diesem Grunde wollen wir natürlich noch einmal an die Deutschen appellieren, dass die Deutschen sich nicht nur sich für den Abzug deren Streitkräfte aus Afghanistan mit den Taliban sprechen sollten. Die Deutschen müssen natürlich auch, wenn die Deutschen Afghanistan verlassen sollten, sollen ja die Deutschen mit den Taliban über ihre eigene Zukunft in Afghanistan reden. Denn die Deutschen wollen ja natürlich auch langfristig in Afghanistan investieren. Die Deutschen müssen ja natürlich langfristig wirtschaftlich, politisch und diplomatisch in Afghanistan anwesend sein. Und dieses Anwesendsein muss ja natürlich mit den Taliban grundsätzlich diskutiert werden. Die Taliban müssen natürlich dieser internationale Engagement in Afghanistan akzeptieren. Und die Deutschen müssen, die Taliban müssen natürlich, wie gesagt, diese Errungenschaft, die auch von den Deutschen natürlich in Afghanistan zustande gekommen sind, muss ja natürlich weiterhin anerkannt werden. Und die Deutschen müssen natürlich den Taliban über ihre Anwesenheit in Afghanistan diskutieren. Und die Deutschen müssen natürlich über Investitionen, die Deutschen in Afghanistan in die Wege leiten wollten, diese müssen natürlich mit den heutigen Taliban diskutiert werden, damit die Deutschen natürlich mit den Taliban künftig keine Komplikationen haben werden. Aus diesem Grund wollen wir natürlich, will ja die afghanische Gesellschaft, die afghanische Bevölkerung und das afghanische Volk weiterhin, dass die Deutschen in Afghanistan anwesend sind und dass die internationale Staatsgemeinschaft in Afghanistan anwesend ist. Und dieses Feld wollen wir natürlich nicht gänzlich den Pakistan und den Taliban überlassen. Und dies wäre natürlich würde natürlich eine Katastrophe für das afghanische Volk. Und aus diesem Grund wollen wir natürlich an die Deutschen appellieren. Und die Deutschen sind ja nun natürlich, wie wir bereits in unserem zahlreichen vorigen Beiträgen mit ihnen geteilt, die Deutschen sind aber für die jetzige Situation in Afghanistan verantwortlich. Aus diesem Grund bitten wir die Deutschen, dass die Deutschen sich natürlich weitgehend sich in Afghanistan in der Sache engagieren, und die sollen ja das Gesprächsfeld mit den Taliban nie verlassen. Liebe Zuhörer, wir machen eine ganz kleine Pause, wir haben eine ganz kleine technische Panne und gleich machen wir weiter mit Ihnen.